Knowledge is power, and the Element Sonar GPS series from Raymarine gives you the upper hand when hunting for fish and their habitat. Down vision, side vision, and real vision 3D views are delivered in rich 1.2 MHz hypervision chirp sonar with amazing lifelike clarity. All this capability comes from Element's compact hypervision all-in-one transducer. Fish smarter, above and below the waterline with Element from Raymarine. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu den River Fighters 2021 in der Winteredition. Wir wollen dieses Jahr einen draufsetzen und haben uns entschieden, diesmal 7 Teams gegeneinander antreten zu lassen. Wir denken, das kann den ein oder anderen Nerven strapazieren unter den Teams. Kommen wir auch direkt zum Regelwerk. Pro Tag werden dreimaßige Zander, 42 cm und größer, einmaßiger Barsch, 22 cm und größer, in die Wertung gegeben. Der Hecht geht aus der Wertung, da wir Schonzeit haben, auch wenn wir ihn noch beangeln dürfen. Hat man all diese Fische zusammen, bekommt man einen Punkt. Heißt, wenn jedes Team sein Kontingent voll hat, bekommt es einen Punkt, den Full Card Point. Es gibt einen Punkt für den größten Einzelfisch des Tages, den Big Fish Punkt. Heißt, längster Zander oder längster Barsch, der am Tag unter allen Teams gefangen wurde. Der Erhalt des Big Fish Points ist nicht abhängig, ob das Kontingent erfüllt ist oder nicht. Auch ohne volles Kontingent kann man Punkte bei der längsten Fischart verdienen. Jedes Team kann pro Tag auch nur maximal 4 Punkte verdienen. Einmal den Full Card Point, einmal den Punkt für die 3 längsten Zander, einen Punkt für den längsten Barsch sowie einen Punkt für den längsten Wertungsfisch des Tages. Bei Punktegleichstand am Ende der 3 Tage werden zwischen den Teams alle Wertungsfische zusammengerechnet, die am Ende jeden Tages auf dem Scoreboard stehen. Das Team mit den meisten Zentimetern gewinnt den Punkt. Alle Fische müssen auch mit Kunstköder gefangen werden, denn es herrscht absolutes Naturköderverbot. Und somit kommen wir auch direkt zu den Teams. Für das Team Fox Rage tritt an Stefanie Blumhoff und Jan Schofs. Bei Team Quantum geht Jonas Töllner und Jet van de Plug ins Rennen. Team Hearty Rice mit Julia Patzak und Sven Patzak. Team Westin mit André Schmidt und Philipp Teichert. Für das Team Riverfighters.de gehen an den Start Timo Seufert und John Shorts. Bei Team Raymarine tritt an Sebastian Popp und Kevin Arndt. Und Team Lure Junks Bootsport Gräf mit Christopher Gräf und Philipp Spitzer. Soweit so gut. Wir hoffen auf eine fischreiche und spannende erste Staffel der River Fighters 2021. Lasset die Spiele beginnen. Ja, wir sind jetzt an der Slippe gekommen. Erstmal schönen guten Morgen. Erster Tag bei der River Fighters. Wir haben uns ein bisschen verfahren, sind ein bisschen Auto gefahren, ne? Also den einen oder anderen Kilometer mehr haben wir gemacht. Aber wir sind, glaube ich, trotzdem zeitlich ganz gut, oder? Also Ja. hier, wir sind jetzt nicht, Wir haben nicht keine hammerspät. Panik. Keine Bitte? Panik. Also das passt schon, ne? Also Ja. wir haben jetzt gleich Ausfahrt, sind wir 5 Minuten, dann sind wir am Platz, wo wir fischen wollen. Daher würde ich sagen, kann es gleich losgehen. Jetzt hoffen wir, dass wir hier nicht lange sind, dass wir uns quasi in 2 Stunden wieder an gleicher Stelle vielleicht sehen und den Platz wechseln können. Mal gucken, wie es wird. Also drückt uns die Daumen. Wir sehen uns gleich auf dem Wasser, würde ich sagen. Herzlich willkommen zur ersten Staffel der River Fighters 2021. Heute starten Timo und meine Wenigkeit als Team River Fighters. So sieht's aus. Wir haben 1 Minute, es geht Ja. gleich los, Angelzeit beginnt Genau. gleich. Ihr Wir haben habt's uns gesehen. heute entschieden, zuallererst den Barsch. Ein Barsch reicht uns Genau. und dann haben wir den ganzen Tag für 3 Zander. Genau. Und den Rest, wir sind jetzt natürlich heiß wie Frittenfett und den Rest, den werden wir euch gleich im Laufe des Tages, werdet ihr natürlich wieder unsere Höhen und Tiefen erleben. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, let the games begin, Junge. Ja. 7 Uhr, los geht's. Auf geht's.
Willkommen zur Episode 1 der River Fighters 21. Nein, jetzt geht es. Jetzt geht es. Oh, ey. Die Batterie war fast leer, also die Fernbedienung ging nicht. Wir wollten jetzt eigentlich schon zur Tanke fahren. Hätte 7 Uhr starten, hätte nicht geklappt. Der Pannenangler wieder hier, ey. Geht. Immer ein MacGyver-Messer dabei haben. Schrauben lösen. Ja, für mehr benutzt man das nicht als zum Schrauben lösen. Wir geben jetzt Gas. 7 Uhr. Ja. Erster Wurf? Erster Wurf. Schauen wir mal. Alles klar. Es ist 7 Uhr. Wir dürfen wir dürfen endlich auswerfen und loslegen. Wünscht uns Glück. Wir versuchen jetzt unser Bestes. Gerd, ich freue mich, mit dir angeln zu dürfen. Hau was raus. Schönen guten Morgen zusammen. Willkommen zu den River Fighters Winterstaffel Episode 1. Wir haben einen sehr, sehr windigen Tag zu erwarten. Wir haben jetzt kurz vor 7. Wir müssen gucken, dass wir aufs Wasser kommen, uns einen einigermaßen geschützten Bereich suchen und gucken, dass wir Fisch ins Boot kriegen. Ja. So, wir sind am Spot angekommen, bisschen zu spät, windgeschützter Bereich. Wir angeln jetzt hier in eine tiefe Kante rein. Da hatten wir in den Trainingstagen ein paar Fische. Jetzt hoffen wir, dass wir daran anknüpfen können. Los geht's, erster Wurf. Mein Name ist Jan und das ist Steffi. Wir sind das Team Fox Rage und ja, wir versuchen es heute den Jungs richtig schwierig zu machen. Jetzt hat es schon mal geklappt. Wir haben die Fische gerade hier versucht zu finden an der Steinschütte und haben dann übers Echo ein paar Sicheln an der Kante gesehen. Schöner kommt noch. Zander? Ja, Zander. Jawohl. Kleiner, der reicht. Auf jeden Fall maßig. 49 cm. Nicht genau drauf. Zander 49 cm. Ach, mit so einem kleinen Schrott fangen wir gar nicht erst an. Wir machen direkt mal den 50 vor. Wir machen nur ab 50. Cool. Ja, aber ich glaube, Team Raymarine, ich glaube, die wissen, wo die Fische sind. Erst noch nicht richtig vermessen, noch hier im Kescher. Der ist besser. Jawohl, Nummer 2. Stark. Auch da wieder hinten. Mann, schön in der Farbe. Aber du findest aber immer die Ecken, wo du hinschmeißen musst. Dann schmeiß ich mal hinterher und dann kommt der nächste. Menschliches Echo los. Ja, du hast einen Ruf. So. 57. Starker Fisch. Sauber. Und wieder Schlag auf Schlag, ne? Sauber. Jawohl! 2 im Sack schon mal. Jawohl. Weiter jetzt. Fische sind da. Vorne in der Ecke hatte ich auch ein paar Fische gefangen in den letzten Tagen. So, wir haben uns entschlossen, auf der Maas zu angeln. Einfach weil ich mich da besonders gut auskenne. Steffi vertraut mir da so ein bisschen. Ich vertraue dir. Wir haben aber im Training auch unsere Fische fangen können und deswegen haben wir uns dann entschlossen, dass wir genau hier hinfahren. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt erstmal eine Methode gewählt, wo wir die Fische mit suchen. Das heißt, wir werden jetzt langsam mit der Strömung driften, den Köder quasi nur vertikal runterhalten und dann halt erstmal versuchen, dann die Fische zu lokalisieren, ob sie flach oder tief sitzen. Und das machen wir in mehreren Driften. Und ja, ich denke, ich hoffe, dass das von Erfolg gekrönt ist, oder? Ich hoffe es auch. Was ganz Kleines. Nein, Barsch. Was war das denn? Barsch war das. Okay. Ja, ich habe gerade relativ schnell den ersten Fisch drauf bekommen. Auf einen Forktail von Fox. Leider ist er hier oben direkt unter der Oberfläche abgegangen. Leider freigeschüttelt, aber gut. Fische sind da. Es kann eine
jetzt nicht mehr lange dauern, bis der erste Wertungsfisch fällt. Fisch. Jungs, Fisch und ein schöner auch. So, da ist die Drift, ihr Lieben. Da ist die Drift. Fisch. Sehr gut. Und ich glaube auch ein guter. Ah ja, ein maßiger. Oh. Ja! Erster Wertungsfisch. Bam! Geil. Mega. Petri, läuft. Koffeinchat. Echt, hast du Koffeinchat? Ja. Ja, die brauchen morgens Kaffee, ne? So, da ist der erste 50 cm, ne? Oder? Ja, 50 cm, knapp über 50 cm. Der Kollege, der darf natürlich wieder zurück. Und wir fangen auf den Koffeinchat. Der hat den so tief geschluckt gerade. Das heißt, ich habe gerade eben mal schnell mein Vorfach abgeschnitten, so dass ich ein bisschen besser arbeiten konnte. Muss ich jetzt schnell dran binden. Und dann geht's weiter. Dropshot in der ersten Drift. Geil. Das ist recht der dritte. Oh, besserer? Ja, weiß ich nicht. Barsch! Barsch, eine richtige Kanone! Jawohl! Junge! Da wird jetzt richtig Druck aufgebaut. Ja, aber alles da hinten. Junge, alles da hinten. Eine richtige Murmel. Geil! Und auch wieder auf die Kuhpaddler. Schon wieder Kuhpaddler. Es läuft. Ach, Junge. Was ist das für eine Murmel? Boah, der ist aber fett, ne? Der ist gut fett, ja. Der hat auf jeden Fall über 40. Boah! Junge. Du bist ja zum richtigen. Was der für einen Bauch hat, ey. Zum richtigen Kirschenhammer. Hammer! Guck mal, was der hat. Ich denke mal so gerade mal. Stabil über die 40. Der hat 44. 44. Geil. Hammer, ey. Hat aber auch einen Bauch, ey. Riesenpetri. Komm, lassen wir den wieder zurück. Das ist doch geil. Guck dir den Klotz an. Eine richtige Bowlingkugel. Weg. Hammer. Was ein Start. Wir brauchen noch einen Zander, da haben wir die Fullcard und gerade mal eine Stunde geangelt, oder? 45 Minuten. 45 Minuten. Ja. Ich glaube, bei River Fighters hat noch keiner in der ersten Stunde die Fullcard voll gemacht. Vielleicht sind wir die Ersten. Abwarten. Ich habe jetzt C-Rig montiert und versuch's mal eher auf die passive Variante, damit der Johnny und ich uns ein bisschen unterscheiden und wir relativ schnell hoffentlich herausfinden, auf was die Barsche Lust haben. Und theoretisch reicht uns natürlich ein Barsch, aber falls wir einen Biss bekommen sollten, bleiben wir natürlich noch kurz hier und gucken, ja, ob es funktioniert und wir vielleicht noch einen dickeren dann bekommen. Ich fange jetzt hier mit dem Elex Squill an. 78 DD. Eine HTYS Valley Hunter, das ist so meine Allrounder für Barsch mittlerweile. Ist ein mega geiler Stock, Jiggen, Finesse, Twitchen, das Ding kann einfach alles. Also für mich, ich mag es nicht so viele Routen dabei zu haben. Ja, und wir hoffen jetzt natürlich hier direkt in der Morgenstunde einen Barsch abzugreifen. Das wäre natürlich herrlich und am besten natürlich 50 plus. Neben dir ist der Kescher, Timo, neben dir oder den, egal, ist ein dicker Barsch, Timo. 100% ist ein Riesenbarsch. Einfach reingehangen. Geh nicht ab, Junge. Ja, es ist ein fetter. Ich entjunker gerade meine Route, also ich würde behaupten locker 40 plus. Boah, geh nicht ab, geh nicht ab. Ja, es ist 100% dicker Barsch. Immer diese Panik. Ja. Richtig schöner. Ich habe ihn noch nicht Richtig schöner. Richtig schöner. Wow. Yes! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Die Plan schon mal funktioniert. Bam! Bam! Komm, den Kescher. Jackpot. Warte, der ist noch drin. Hast du? Ja, da hängt auch noch alles drin. So, Maßband schön nass machen, Leute. Ach, genau, Maßband, Maßband, da seht ihr es. Heute schützen von den Fischen. Da seht ihr, die sind voll mit Laich. Ein richtiger, ja, Z-Chat hat sich voll weggenagelt. Was hat er? Leichte 43, so. 43, ihr seht. Ach, geil, Mann. Ja, Mann, Leute, 43 geht eine Wertung, 43,5 ist er. Guckt euch mal an, wie voll die mit Laich sind jetzt. Die sind kurz vorm Leichen. Und da darf er wieder weg. Der Z-Chat, da seht ihr ihn wieder. Kleine Stahlspitze, falls ein Hecht beißen sollte, auch wenn er nicht zählt, aber ich möchte ja auch nicht, dass der mir einen Köder abhaut.
Safety first. Oh. Und somit kommen wir auch das erste Mal zum Scoreboard. Aktuell konnten 3 Teams fangen. Team Fox Rage mit einem 50er Zander, Team River Fighters mit einem 43er Barsch und Team Raymarine baut direkt richtig Druck auf, denn sie können aktuell mit einem 44 cm Barsch den Punkt für den größten Barsch sich sichern und einen Punkt für den größten Zander mit 57 cm. Fangen sie noch einen maßigen Zander, haben sie in Rekordzeit den Full Card Point für sich gesichert. Schauen wir mal, wie lange das so bleibt. Team River Fighters. Oh. Ein Barsch. Nein. Unser war 44. Ja. Der Barsch von Team River Fighters hat 43. Oh, wieder der eine Zentimeter. Aber ist ja noch früh. Kann noch viel passieren. Ja, Petri, Jungs, nicht schlecht. Uns fehlt nur noch ein Zander, den kriegen wir aber gleich. Ja? Ja, noch früh. Und Barsche, die laufen auch hier. Super. Noch mehr. Ja, komm, holen wir uns den Zander, ne? Ich trinke jetzt mal einen Schluck Kaffee. Mach das. Team River Fighters. Barsch. Nee. 43 cm. Nee. Fuck. Verarscht uns. Nein. Nächster Fisch. Ach nein. Ich hab keinen Bock mehr. Team Raymarine. Zander. 57 cm. Steffi. Nächster Fang. Ach Gott. Jetzt geht los. Team Raymarine. Ach Gott. Barsch. 44 cm. Boah, ey, Leute. Oh, dann ärgert sich schon die. Oh. Team Raymarine Ja. hat schon vorgelegt. Ja. Und zwar mit einem Zander von 49 cm. Das ist in Ordnung. Den sollten wir, also den müssen wir bekommen. Da bin ich mir auch sicher. Zander gefangen mit 57. Auch völlig in Ordnung, gar kein Problem. Hoffentlich, ja. Und Wir haben uns schon schwer getan. Einen Barsch gefangen Okay. von 44 cm. Boah, ist schon ein Brett, ey. Das ist schon ein guter Fisch auf jeden Fall, ne? Zudem kommt, dass Nein! Oh, reden und konzentrieren ist nicht so meins. Alter. Getoppt? Naja, was heißt getockt? Zerig, ne? Achso, ja, ja. Ich hab nicht sofort angehauen, ich hatte schon 2 Zupfer. Ja, egal, wir sind Barsche. Ey, scheiße, Mann, das ärgert mich schon wieder. Das ist doch immer so, oder? Wenn man sich was zu essen macht, zu trinken macht oder am Labern ist, dann kommt der Biss. ja, dann labern wir direkt noch weiter. Oh Gott. Denn Team Fox hat auch schon einen Fisch gefangen. Ja, Und zwar einen Zander einen fetten Zander. von 50 cm. Guter Fisch. Ein Hecht, ey. Fuck. Ach. Ja, leider nicht der Zielfisch. Die Begeisterung scheint bei Jonas nicht richtig hoch zu sein. Aber ist ja auch kein Wunder, denn der Hecht gibt keine Punkte. Schauen wir zu Team Lure Junks, was da so geht. Denn zu spät am Spot sein heißt nicht, dass man keine Fische fangen kann. Irgendwie haben wir gerade Kameraprobleme. Hier kam auch ein Finisher in Green Pumpkin Chartreuse. Zander. Gucken wir mal, wie groß er ist. Liegt vorne an. 58. Jo. Klasse. Haufen schwarze Punkte hat er drauf. Und weg ist er. Nun hoffen wir, dass bei Jonas diesmal kein Hecht in den Kescher geleitet, sondern der Barsch, auf den er aus ist.
Nein, Mann! Oh. Jetzt darf doch mal der Barsch kommen, oder was? Ja, erster Fisch, also erster Wertungsfisch. Ja, was hat er? Irgendwo in den 50ern, Anfang 50. Besser als nichts, aber nicht der Zielfisch. 54. Es ist natürlich wie in jeder Episode, wie in der kompletten Staffel 2020. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Team Raymarine immer vorne direkt. Druck, 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 Druck. So ist es jedes Mal gelaufen. Die haben uns sofort befeuert mit Zandern und mit allem drum und dran. Nur mit dem Barsch, den hatten sie nie. Ich habe es bei Instagram beobachtet. Die hatten jetzt in der Trainingsphase immer Barsche. Timo und ich haben gar nicht geübt. Wir sind heute das erste Mal seit der letzten Staffel wieder auf dem Wasser, seit Oktober zusammen. Ja, und mal schauen, was der Tag jetzt noch bringt, Leute. Aber ich bin guter Dinge. Kam jetzt relativ schnell ein Barsch, ein guter, und wir geben richtig Feuer. Wieder um 1 cm geschlagen. Es ist immer Raymarine, ihr habt ein Talent dafür, uns um 1 cm abzuziehen. Was macht ihr denn da immer? Macht es doch wenigstens deutlich. Dann braucht man sich nicht so ärgern. Direkt der nächste. Wieder Barsch, wieder ein Barsch, aber der ist ein kleinerer. Der ist ein kleinerer. Das ist ein kleinerer. Aber auch ein schöner Fisch. Also Green Pumpkin läuft heute. Extra ein bisschen schwereren, 28 Gramm Tungsten auf dem Westin Shed gemacht. Und ja, auch ein schöner Barsch. Auch schön rund, aber keine Verwässerung. Ja, wir sind jetzt hier an mega heißen Spot, und ich sag noch zu Timo, hier habe ich schon mehrere Ü50 gefangen. Manchmal an einem Tag hintereinander ging das Schlag auf Schlag, so in den Morgenstunden. Auch zu dieser Jahreszeit. Und ich hatte direkt einen Fehlbiss, aber nur so ganz kurz. Mit Zander kann man hier auch rechnen, aber hier ist weniger. So Zander am Ufer, was sehr klar ist, sehr flach. Aber habe ich auch schon den einen oder anderen 70er mal rausgeholt. Und ich hatte direkt einen Fehlbiss. So eine Scheiße, Leute, ey. Boah, ich glaube, der hat aber nicht die 43, aber der kämpft gut. Ist auf jeden Fall größer Barsch. oder was? Nee, kleiner, denke ich. Jetzt kämpft er gut, ja. Oh, Zander! Sauber! Oh. Nice, erster Zander. Bam, Alter! Auch gut, brauchen wir. Brauchen wir! Jo, mach Maßbandstarter. Ja. Ja, Leute, ganz wichtig, auch im Turnier, Fische im Kescher lassen, nicht rausnehmen, unnötig, quält sie nicht. Auch wenn ihr jetzt den Haken noch drin hat, alles auf einen Schlag, Haken raus, messen. Ja, weiter, Yuki-Bug. So, ihr habt es gesehen, Leute, hier auf dem Yuki-Bug am Zerik. Langsam geschliffen. Ganz vorne hängt da der kleine Yuki-Bug. Und jetzt gucken wir mal, was er hat. Maßband gerade machen. 55. So, und zurück. Der Gute. Die ersten Zanderpunkte. Und ciao, ciao. Sehr schön. Darauf können wir aufbauen. Ja, wir lassen uns jetzt einfach hier die Kante entlang driften. Hier seht ihr hier die Bojen, dann fängt die Fahrrinne an. Da haben wir jetzt den Fisch gefunden. Langsam entlang, werfen, ein Stückchen weiter. Und so werden wir über kurz oder lang definitiv an den Fisch kommen. Zander. Okay, wir machen dann nicht. Nein! Boah, Köder gerade raus, konnte noch keschern. Nichts Wildes, aber der sollte die Karte voll machen. Hol den mal rein. So, guck mal hier runter, da ist der Strich auch drauf. 45er Zander. Fullcard? Das ist die Fullcard. Punkt. Ja, den Punkt kann uns schon mal keiner nehmen. Nee. Ich vermute fast, dass es wieder ein Zander ist, weil gleicher Punkt. Aha. Aber doch. Wir sind on fire. Wir haben wenigstens Fisch.
Zappelt auch, also macht nicht die Kopfschläge. Nicht wie am Bart. Nee. Nee, Zander. Ja. Wie ist größer? Bisschen größer. Toppi. Zweiter Wurf. Gleich der nächste auf den Brownie. Yes, Chat. Ja, schnell messen. Ja. Fisch. Steffi Kescher. Kleinerer Zander, denke ich. Oh, obwohl. Oh. Könnte ein bisschen länger sein. Ne? Könnte noch ein bisschen länger sein. Ja, Petri. Plan geht auf. Zweiter Fisch. Plan geht auf. Wieder Dropshot? Wieder Dropshot, dann mach ich Plan noch geht Dropshot auf, aber nicht so schnell wie die anderen Teams. Kommt noch, wir haben noch genug Zeit. Egal, ein Zander noch, ein Barsch noch. Den Kollegen werden wir mal schnell messen. Team Fox bringt ihren zweiten Fisch in die Wertung. Somit haben sie aktuell eine Zander-Gesamtlänge von 104 cm. Liegen aber immer noch hinter Team Quantum mit einer Zander-Gesamtlänge von 111 cm. Team River Fighters konnte auch einen Zander fangen. Und Team Raymarine hat es geschafft, die Fullcard voll zu machen. Und haben einen Punkt sicher. Damit haben sie aktuell 3 Punkte. Einen für den größten Barsch, einen Punkt für die größte Gesamtlänge der 3 gefangenen Zander und den Fullcard Point. Team Lurjunks, Bootsportgräf hat aktuell den Punkt für den größten Einzelfisch des Tages mit 58 cm. Jetzt heißt es Punkte ausbauen für Team Raymarine, denn noch ist nichts sicher. Das war Nummer 2. Und wir bauen jetzt eben Steffis Route nämlich auch noch eben rum, so dass wir zusammen die gleiche Methode angeln. Ja, Dann haben wir funktioniert gerade einfach. einfach noch schnell einen Zander fangen, am besten doppelt so groß. Puh. Ja, der ist besser. Der ist besser, ey. Oh, vertikal. Der kam direkt hier. Direkt am Boot, ey. Unsere Wegpunkte, die sind gut, die liefern auf jeden Fall. Das ist eine Verbesserung. Ja, da ist er. Auch ein Kuhpaddler. Bisschen ramponiert vorne der Köder. Ja, Green Pumpkin geht immer. Petri-Meister. Dann legen wir mal drauf. So, vorne drauf, hinten zusammen. 54. Green Pumpkin, wieder eine Verbesserung für uns. Ja. Wir schmeißen mal einen raus. Fliegt der 45er erstmal aus der Wertung. 9 Punkte verbessert. So. Es läuft, würde ich sagen. Ja, sauber. Okay. Lass uns gleich mal einen Spotwechsel machen oder die Kante hier weiter abfischen, weil wenn jetzt hier aktive wären, dann hätten die schon zugepackt. Ja, also nicht direkt zum nächsten Buhnenkopf, sondern einfach ein Stückchen weiter, 30 Meter weiter hoch. Ja. Oh, Fisch! Wow, live drauf, live. Endlich hat die alte mal ihre Handbremse gelöst. Barsch. Ja, Mann! Yes! Schöner Fisch, einmal in die Kamera. Ja, geil. Der Spot liefert.
Vielleicht der nächste. Team Hardy Reis on Fire! Scheiße, kann man das irgendjemand abnehmen oder so? Ja, kann kräftiger sein. Yes, baby. Woohoo! Da ist er. Da ist er. Oh ja. Johnny, wir kommen! Diese. Fisch. Barsch. Barsch. 50er Barsch. Meinst du? Nein. Das ist noch nicht mal so. Nee, ich nehm den so. Ah. Oder so? nee, kommt der Fisch. Das ist Oh, den krieg ich unsere auch schon hier. Zander-Dingens, aber der ist echt klein. Okay, pass auf. Team Hearty Rice. Oh. Barsch. Oh. 39 cm. Wahnsinn, ey. Die fand ich schon als Barsche alle. Vielleicht sind sie gut drauf. So. Aber ich denke, damit machen wir auch unsere Zander voll. Ich hab doch gesagt, hier sitzt Fisch. Ja, Zander sind voll. Jetzt ist er weg. Schade. Hätte ja sein können. Weg. Ja, sorry, ja, trotzdem. Alles gut gelaufen. Ah, sehr gut. Mega. Maßbahnstart klar, da seht ihr es. Zu klein gibt's nicht. Boah, Junge. Der hat sich dir noch reingefeuert, Timo. Ach du Scheiße, Zange. Leider ging's sehr, sehr schnell. Aber über das Livescope konnte ich ihn wegpflücken. Runtergedroppt den Köder, der kam sofort hoch, hat sich den so weggenagelt. Das ist auch ein Milchner. Das sieht man. Er ist schön schlank, der könnte sogar 60 haben mit viel Glück. So, da seht ihr einen schönen 61er. Wir haben ihn ja nochmal gemessen. Ja, könnte jetzt der Big Fish Point sogar sein aktuell, aber der wird getoppt. Aber noch ein Zander und wir haben einen Punkt sicher und das ist das Wichtigste. Bam, jetzt gibt Johnny richtig Gas. Gameboy wird angeschmissen und Johnny ist heiß und ich bin eine Maschine und ich werde jetzt liefern und rocken. Ob er sich da so sicher sein kann, die Zander voll zu machen, das werden wir noch sehen. Aktuell konnte sich Team River Fighters tatsächlich den Big Fish Point sichern mit 61 cm und haben ihn somit Team Lurjunks Bootsport Gref weggenommen. Team Fox Rage konnte die Zander voll machen und haben aktuell eine Zander-Gesamtlänge von 154 cm und liegen somit nur 6 cm hinter Team Raymarine mit einer Zander-Gesamtlänge von 160 cm. Ey, aber Ja, geil! Hast du irgendwas mit drauf? Ist der ein bisschen dicker? So, der erste Fisch für mich heute. Den Barsch habe ich ja leider verloren. Ja, den werden wir gleich mal messen und gucken, ob der noch einen Extrapunkt bringt. Sehr geil. Der hat da 54. Petri! Petri! Geil! Geil, 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 geil! Schön, schön, schön. Fisch! Arsch! Boah, der wieder reingerumst, ey. Die Route ist so geil. Oh, Zander, ja, Mann! Und wieder auf ein Vieh-T-Shirt. Der ist weg. Jo! Ja, ich kann. Fisch. Alter. Barsch. Guter Barsch. Team
Team HR on fire! Ja. Das ist auch ein guter. Johnny, ich glaube, wir haben dich! Zandergott, wo bist du? Arsch 47 cm. Oh, Leck mich. oh Schön. Mann, das wird schwer Respekt. hier. Das wird Respekt. schwer. Ja, der Punkt ist weg. Da bringt uns einer unser Zugzwang. Komm, wer? Team Hardy Rice, Ja. Barsch, So, bitte. Über 45. 47. Okay. Seine gegönnt. Genau 51. Team Westin, Okay. Unsere Nachbarn. Ja, Zander, Zander? 51 cm. Okay. Glückwunsch. Ja, meine Lieben, 61 cm war der gerade. Ich habe jetzt gewechselt auf den Gapshed, Motoröl Chartreuse. Extrem geiler Köder. Stinken furchtbar nach Knoblauch, aber jetzt für die kalte Jahreszeit könnte es echt sehr der Bringer sein. Ich hatte letztens die zum ersten Mal gefischt, da hatte ich 11 Zander, ihr seht. Der hat so eine Lücke, ist natürlich mega geil. Und die Zander, wenn ihr den wegschlürfen wollt, egal wie sie den packen, der fällt sofort ein mit der Kerbe. Ja, und den werde ich jetzt vertikal anbieten. Timo vorne jiggt. Ich weiß nicht, was er fischt, das wird euch jetzt aber sagen. Ja, und jetzt gehen wir mal, da kommt sofort ein Zander. Und jetzt geben wir mal Knallgas hier. Ja, Johnny hat ja gerade gesagt, Kescher! Guter Zander, guter Zander. Yes! Oh, Jungs, ich hab's doch gerade gesagt, der Gapshed, der stinkt wie Sau, unglaublich, das ist jetzt keine Minute her. Bam, Timo! 3 Zander voll, ein Punkt, wir haben einen Punkt! Yes! sicher. Woo! Oh. Ein guter. Sehr gut. Ja, da kommt oh. Nicht zu Ende moderieren hier. Schön hier, meine neue Hardy Rice Vertikalroute, auch die Valley Hunter. Das ist eine extrem geile Serie, schaut euch an, richtiges Terminal Tackle. Oh, der könnte auch mit Ende 50, 60 haben. Oh, der ist am Bluten, Timo, wie Sau. Den müssen wir abknüppeln. Da gibt's wohl Frikadelle. Ja, ihr seht, Gapshed voll eingefaltet, wie ich gesagt habe. 40 Gramm Murmel. Das ist den Zandern Schnuppe. Boah, der sitzt auch gut. Oh, der blutet. Keine Ahnung, musst du entscheiden. Du bist ja der Biologe. Wenn er stark blutet, dann. Ey. Boah. 62, 63, Timo. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt wird es eng. Wir geben ihm eine Chance. Er hat jetzt aufgehört zu bluten. Sofort rein. Ist auch ein Männchen. Ihr seht, ein schöner Fisch. Weil er hat aufgehört zu bluten. Er hat auch nicht sehr viel Blut verloren. Baby, überlebe. Baby! Und ich hab gesagt, Johnny ist eine Maschine. Nein, Spaß, Mann. Bam! Ja, so schnell kann sich das Blatt drehen. Team River Fighters hat sich den Big Fish Point ausgebaut auf 63 cm. Somit haben sie die Zander voll, den Barsch hatten sie ja bereits und somit haben sie sich den Full Card Point gesichert und aktuell 3 Punkte. Den Full Card Point, den Big Fish Point und die größte Gesamtlänge der 3 gefangenen Zander. Team Hardy Rice hat sich den Punkt für den größten Barsch aktuell gesichert mit 47 cm. Das wird verdammt schwer sein zu knacken. Auch Team Westi meldet sich mit ihrem ersten Zandern von 51 cm. Damit geht's auch direkt wieder zum Wasser. Hey. Wieder auf dem Gapshed. Wieder auf dem Gapshed. Wir angeln hier beide wie die kleinen Kinder. Er kam bei dir gucken und dann hat er sich den Gapshed geknallt. Leute, der Gapshed, Mann. Ich freue mich so. Ich glaube, es ist keine Verbesserung. Wir gucken mal. Aber ich glaube, es ist keine Verbesserung. Gapshed hängt sauber vorne drin. Na,
Will gar nicht raus, ey. Boah. Jetzt da. Da ist er. Da ist der Fisch. So, Maßband, kurze Kontrolle. 55 war der kleinste. Er ist knapp unter 55. Somit ganz schnell zurück. Nicht lange außerhalb vom Wasser lassen. Gut fixieren und da geht's. Ein kleines Weibchen diesmal. Sehr gut. Oh, da sehe ich ihn, der schwimmt da. Ich hol ihn wieder. Komm, ich hab die gute, Timo. Ja, besser kommt zu mir. Krass, er geht an deinen vorbei, bleibt am Gapshed stehen, dreht sich um und haut direkt drauf. Freunde, es gibt eine Veränderung bei den Barschen. Harty Team Rice? Raymarine hat den Punkt verloren. Team Raymarine hat den Punkt verloren. Harty Rice? Und Harty Rice hat ihn erobert. Harty Rice? Ja. Ach du Scheiße. Wir haben schon spekuliert, ob original. Harty Rice den Punkt holt, weil die, zwei Barsche jetzt hintereinander gefangen haben, ne? 3, 4, Drei, ich hab jetzt ganz den Überblick gerade verloren. Auf jeden Fall, die haben ja, glaube ich, auch schon im 47 Training... hat er auf jeden Fall. Boah, okay. Also ich glaube, Barsch upgraden, dann lieber jetzt auf Zander fokussieren wir beide. Und fangen wir einen größeren Barsch. Aber 47. Ist richtig guter Barsch. Respekt, falls Ganz dickes Julia ihn Petri. gefangen hat, die Dame, ich verneige mich. Auf jeden Fall ganz dickes Petri. Richtig geiler Fisch. Ich muss dich den Barsch wegschicken. Mach der ganz weg. Barsch! Barsch! Ah, Dennis ist nur die richtige Klamotte. Alter! Ne! Rasier! The next one, please. Keep on hammering. Jetzt knallt es aber mal so richtig bei Team Harty Rice. Aktuell haben sie den Barschpunkt mit 48 cm und somit aktuell den größten Barsch gefangen in der River Fighters Historie. Und auch Team Westin kommt langsam aus der Reserve und machen Punkte. Ein 72 cm großer Zander würde ihnen reichen, um Team River Fighters den Punkt zu stehlen in der Kategorie größte Gesamtlänge der Zander. Und schon ist man wieder back in the game. ...48er Barsch vom Team Harty Rice. Glückwunsch. Wird schwer zu toppen heute. Der steht auf jeden Fall hoch. Strategie bleibt. Wir wissen den Platz, wir wissen den Köder. Und wir wissen, dass sie da sind, nur beißen müssen sie. Zu unserer Taktik noch zu sagen, wir werden dann, wenn wir den dritten Zander kriegen sollten, auf Barsch angeln, ja. Und wir versuchen wirklich den einen Ausnahmefisch zu kriegen. Also es ist kein Spot, wo man sagt, man fängt mehrere oder kleinere, sondern es geht wirklich auf den einen Barsch. So die Taktik. Wir werden sehen. Raymarine? Harty Rice? Nicht der Barsch. Nee. Doch? Nee. Was? 48. Es gibt eine Fangmeldung. Ach du Scheiße. Karlchen Es lacht. gibt noch eine. Karlchen Ja. lacht. Also, die erste war von Team Ja, Westin. Ja. Team Westin ist da. ja. Oh. Zander mit 51. Okay. Okay. Aber Team Harty Rice meldet sich direkt hinterher. Mit dem Barsch, 50. Nee, mit einem 48er Barsch. Boah, krass, ey. Ihr habt die Barsche echt gefunden, ey. Krass. Richtig gute Fische. Respekt, wirklich. Respekt. Vielleicht sollten wir doch nochmal auf Barsch gehen, wenn die gerade beißen. Aber die sind halt wahrscheinlich völlig anders als wir. Wir wollten ja gestern, hatten wir noch einen völlig anderen Plan und aufgrund der Wetterbedingungen haben wir dann gesagt, wir switchen das Gewässer, es ist uns zu windig. Und wir müssen, weil es wäre einfach zu gefährlich geworden für uns. Ja. Die weiten Strecken und da wieder Fangmeldung. Ja, okay. Nächster Barsch. Oh, er schon wieder.
Team Westin. Okay, klasse. Und? Zander? Zander 57 cm. Okay, wir sind 1 cm größer. Aber gut, super Jungs. Wir wissen ja, wo sie ihn gefangen haben, ne? Ja, da sind sie. Jetzt ist hier Sven. Das kommt von deinem Barsch. Hau raus. Also 2 Hau. Fangmeldungen. Team Westin, erster Fisch. Zander, 51 cm. Team Hearty Rice rasiert gerade. Die gehen ab. Die 2 gehen gerade ab. Quallenfischen! Wir haben einen Barsch mit 48 cm. Ach echt? Ey, verrückt. Verrückt. So, wir lassen den Spot jetzt mal eben in Ruhe. Fahren jetzt mal eben woanders hin. Werden wir gleich noch mal alles ein bisschen umstrukturieren. Ja, also wir variieren ein bisschen zwischen Jiggen und auch mal einfach Leiern. Weil wir jetzt im Training gemerkt haben, dass halt beides ganz gut funktioniert. Und deswegen ergänzen wir uns da so ein bisschen. Der eine jiggt dann mal auch mal ein bisschen schneller und der andere wirklich im unteren Drittel durchleiern. Also hat jetzt bisher am besten geklappt, deswegen machen wir das auch so. Fisch! Philipp? Komm, löffel das Ding ein. Jawohl. Angel weiter. Wie vorhin auch. ...51. Nächster Zander. Zander sind voll, 51 cm. Shetties. Guter Köder. Welche Farbe? Nee, es ist Zander, Alter. Aber so verbessert. Erster Wurf bei der neuen Taktik. Sehr gut. Tisch. Läuft. Ich denke, eine Verbesserung für Zander. Gleich beim ersten Wurf. Ja, ein bisschen Hoffnung auf Barsch gehabt. Und flach, ne? Also nah am Ufer. 8 und... Geht das mit dem? Warte mal, ich lege nochmal so. Ja, fast. 58 hat er. So, jetzt wird hier gleich der Johnny durchs Bild huschen, weil wir machen nämlich jetzt einen Wechsel vom Gewässerabschnitt, beziehungsweise vom Gewässer. Pass auf. Deswegen huscht jetzt schnell der Johnny durch, damit wir uns nicht das Boot zerstören. Und dann werden wir jetzt das Boot slippen und zur nächsten Stelle fahren. Und da ist unser Fokus ein großer Zander. Und wenn wir den haben oder beziehungsweise 2 haben, dann vielleicht nochmal Barsch. Aber erstmal jetzt Zander upgraden und sicher machen. Oder sicherer. Sicher ist man ja nie. Also, schaut euch mal die Trail an. TDS ist ein Holländer. Der René, der baut die. Selfmade, made in Neverland. Mega geile Arbeit. Bin sehr zufrieden. Auch mit meinem kaputten Rücken. Das Slippen ist so leicht geworden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ein bisschen Spritzwasser drin. Raus damit. Da haben wir ja zum allerersten Mal die 3 Zander voll gekriegt und sind natürlich sowas von hart motiviert. Das haben Timo und ich ja noch nie bei den Riverfighters geschafft, so schnell. Und jetzt haben wir ganz entspannt Zeit, da der Hecht herausfliegt, weil wir gesagt haben, wir wollen ihn nicht beangeln. Obwohl wir hätten ihn beangeln dürfen, vom Gesetz her, obwohl er in den Niederlanden Schonstedt ist. Nur ich finde, wenn man da mit 14 Leute die Hechte beackert, die so voll sind mit Laich und teilweise auch im Laichisch, da finde ich es einfach ein bisschen unfair dem Fisch gegenüber. Und ich mache selber auch im März keine Hechttour mehr, deswegen. Jetzt gehen wir Knallgas und sehen zu, dass wir die Zander upgraden und mit viel Glück kriegen wir auch noch einen dicken Barsch. Unser neues Navigationssystem fürs Auto.
Ich habe nämlich oft das Problem, dass ich drauf fahre und dann hinten nicht rüberkomme, weil ich aufsetze. Wir kommen drauf. Jackpot, Mann. Ja, das kennt ihr noch. Episode 16, 17, die Fähre. Timo, erinnert dich das noch an was? Ich habe da so ein Déjà-vu, dass wir irgendwie 2 Stunden nach Start erst auf dem Wasser waren, weil Ja. die Fähre nicht gefahren ist, Aber und Hafen zu und wir heute haben hat's geklappt. Big Fish geliefert an den Tag, Junge. Das stimmt. Vielleicht ist ein gutes Oben, ne? 1,50 € habe ich. 5 €? Danke, du zahlst. Du bist auch reich. Ich bin ein armer Angelgeil und habe 4 Kinder und 2 Frauen, Junge. Weißt du, wie teuer das ist? Kannst du dir vorstellen. Eine ist bescheiden und die andere ist, vielleicht kennt ihr den Film Der Teufel trägt Prada. Sander. Jawohl. Jetzt haben wir wenigstens bei allen 3 eine 5 vorne stehen. Sauber. 53. Es scheint so, dass Team Westin den Code geknackt hat. Sie haben nun die Zander voll. Ob sie die Gesamtlänge ausbauen oder versuchen jetzt einen Barsch zu fangen, um die Fullcard voll zu machen, damit sie sich einen Punkt sichern können, werden wir sehen. Denn der 48 cm Barsch von Team Hearty Rice wird wohl nicht so leicht sein zu toppen. Und auch Team Fox baut stetig ihre Punkte aus und liegen jetzt aktuell bei 166 cm in der Gesamtlänge der Zander. Was sie nun brauchen, um sich ebenfalls einen Punkt zu sichern, ist der Barsch. Fangmeldung. So, ja, Fangmeldung. Team Westin hat einen Fisch gefangen, Fisch Nummer 3. Schön. Einen Zander mit 51 cm. Sauber, haben wir auch alle 3 Zander, ne? Ja. Glaube ich. Genau. Sehr gut. Fische scheinen wohl wieder besser drauf zu sein. Kleine Stadt, Dorf, wie auch immer. Wir haben noch ungefähr 2 Stunden, bevor die erste Episode endet. Wir versuchen gerade ein bisschen zu werfen hier an einer Buhne, um einen Barsch zu bekommen. Wir haben gerade noch einen Zander bekommen auf diese Art. Ja, wir fischen jetzt kleine Köder und gucken, dass die Barsche bei dem Sonnenschein jetzt vielleicht noch mal ein bisschen Lust haben. Ja, ich fische gerade für Barsch den Spiky Shad in der Farbe Lemon Tiger. 25 Gramm. Ja, bisschen über Grund schicken. Vielleicht steht ja der eine oder andere Barsch hier. Und den suchen wir jetzt. Let's go. Team Raymarine. Zander 53 cm. Gesamtlänge 164 haben sie jetzt. Kopf an Kopf. Ein Zander haben wir bis jetzt. Es ist ein sehr großer Barsch gefangen worden. Das heißt für uns eigentlich, Barsch ist raus. Ja. Wir brauchen allerhöchstens dann den Barsch maßig, um die Fullcard gegebenenfalls zu kriegen. Aber bis wir da sind, heißt natürlich für uns erstmal die Zander weiter fischen. Weil wir haben bisher nur einen, 3 brauchen wir. Der Fluss gibt, der Fluss nimmt. Und wieder am Bauen. Bauen wir hier ein Finisher in Dark Pearl jetzt von uns zusammen. Nicht UV-aktiv. Wir haben jetzt keine Bisse mehr gekriegt auf die UV-aktiven Köder. Jetzt sollen wir mal gucken. Wir haben noch, glaube ich, knapp eine Stunde Zeit. Und hier probieren wir es jetzt nochmal nicht UV-aktiv, weil die letzte Stunde war doch recht mau auf UV-aktive Köder. Ja, aber auch besonders bei uns Augenmerk zu richten ist bei den Ködern. Wir haben eine geteilte Rückenflosse. Mal ein bisschen hervorheben. Das heißt, der Haken ist genau hier zwischendrin. Wird so ein bisschen kaschiert. Was Besonderes hat nicht jeder. Und jetzt probieren wir es einfach nochmal. Wünscht uns Glück. Können wir gebrauchen. Fisch Nummer 6, Team Raymarine, Zander 53 cm. Verbessern, tun sie sich. Okay. Okay. Ja, die Jungs liefern gut, fangen gut heute. Am richtigen Platz. Bei uns brutal windig, also wir müssen uns da echt durchbeißen. Aber ja, wir bleiben dran. Wir melden uns, sobald was geht. Oh. Bis dann.
räumen jetzt das Feld. Was soll ich sagen, Leute? Die Zander sind voll. Jetzt geht's auf den dicken Barsch. So ist unsere Taktik. Und ich denke auch, dass der Curly-Tees das diesmal wieder richten wird. Komm. Vom Schlagen her könnte es ein Hecht sein. Bist du hier? Hey, hey, komm her. Komm, geh runter. Ich glaube, das ist ein Hecht. Der schlägt mir zu viel. Oh, oh. Ja! That's the plan! Das ist ein fettes Ausrufezeichen, André. Ja. Das war der Plan. Der eine Fisch. Jetzt müssen wir gucken. 48 steht beim Team Hearty Rice auf der Liste, ist richtig? Ah, wird er nicht haben. Wir müssen weitermachen. Alter, ist das ein Gerät. Ist das ein Gerät. Das ist halt saufett. 48. Genau 48 auf den Millimeter. Wer hätte damit noch gerechnet? Team Westin schafft es wirklich, sich den Barsprung zu sichern. Ihr Barsch hat ebenfalls 48 cm und ziehen damit mit Team Hearty Rice gleich und haben somit 2 Punkte safe. Was eine Aufholjagd bei Team Westin. Damit machen sie es nochmal richtig spannend. Die Erleichterung ist ihnen anzusehen. Team Hearty Rice hat auch 48, wir 48, bekommen beide den Punkt. Damit könnten wir leben, denke ich. Absolut. Und ja, ich glaube auch, es ist, also jetzt zu sagen, komm, wir fangen 49er, einen 50er, bitte. Plan ist aufgegangen, das Training hat sich bestätigt, war super, alles genauso, wie wir es gewollt hatten. Und jetzt denke ich, versuchen wir mal die Zander noch mal zu verbessern. Also eigentlich scheiße mit den Fangmeldungen, finde ich. Gibt's heute nicht mehr Fangmeldungen, wird nicht mehr akzeptiert. Fisch Nummer 4 für Team Westin. Sie haben den Barsch gefangen mit 48 cm. Au. Nee. Leck mich am Arsch, ey. Hammer. Ei. Wahnsinn. Das ist nicht schlecht. Wahnsinn, oder? Also die Barsche kriegen wir hier nicht. So, letzter Spot für Episode 1. Die 2 Zander fehlen uns weiterhin. Welle ist aufgekommen, der Wind lässt nicht nach, es wird nicht einfacher. Den Barschpunkt teilen wir uns momentan mit Team Westin mit jeweils 48 cm. Ob wir ihn halten können, wir sind gespannt. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir die 2 Zander noch für Episode 1 bekommen und dann die Full Cut am Ende noch erlangen können. Freunde, es kam eine weitere Fangmeldung. Lass mich raten, Waymarine hat uns den Zanderpunkt geklaut. Ja, nee, so ist es Alter, nicht. Junge, hier. Team Westin hat gepunktet. Ach nein, was haben die denn jetzt? Die haben jetzt auch. Die haben schon 3 Zander. Die haben Barsch? Dann haben die 3 Zander. Dann haben sie auch einen Full sicheren Card? Punkt. Haben Ja. sie eine Full Card. Okay. Wie Aber was groß? für ein Barsch? 48. 48. Das heißt, Team Hearty Rice hat auch 48. Haben die auch einen Punkt. Gleichstand, zweimal selbe Fisch, einen Punkt. Alter, Junge, dann rücken die uns auf die Pelle. Dann sind wir immer noch. Ja, klar. Das war klar, dass da heute noch ein bisschen Rotation reinkommen wird, dass da so früh am Tag noch nichts gerettet ist. Ach, Denn du wir haben Scheiße. ja noch 5 Stunden und 39 Minuten. Haben wir noch? Ja, guck hier. 5 Fische haben wir bis jetzt. Wir waren jetzt auch schon wieder die ganze Zeit nur im Auto. Timo, schnapp's dir. Back in the game, Leute. Wir versuchen jetzt bei dem Wind den Zander aufzustocken. Das wird was. Haben uns hier Schleuse, Hafeneinfahrten, also einen Schnickschnack ausgesucht. Und mal gucken, ob es klappt. So, wir haben das Gewässer gewechselt. Es war einfach zu viel Wind. Wir sind gut nass geworden. Das war fast klar. Also ein bisschen Sprit verblasen. Das waren jetzt was? 20 Flusskilometer, 25? Ja. Nur was.
jeden Fall, wir sind gut angekommen. Jetzt probieren wir nochmal unser Glück hier. Hier können wir beides machen. Hier können wir sowohl vertikal fischen als auch Flachwasserzonen befischen. Der Barsch ist zwar jetzt für uns nicht so relevant, aber hier können wir im Prinzip beides machen. Das war da unten einfach nicht mehr möglich. Der Wind war so hart, da hätte wahrscheinlich selbst der Bugmotor bis heute Abend nicht durchgehalten. Deswegen, wir gucken, was wir jetzt hier erreichen können. Melden uns, sobald es was zu berichten gibt. Oder bei der nächsten Fangmeldung. Die letzten 15 Minuten laufen. Also ich fische gerade mit Dropshot und versuchen tatsächlich noch den Barsch zu fangen. Aber das gestaltet sich schwieriger als erwartet. Also mal schauen. Verbesserung! Yes! Geil! So, der Elf Pintail von KSM in der Farbe Purple Night. Ja, Mann. Der hat geliefert. Das sollte eine Verbesserung sein, die müssen wir jetzt messen. Eine richtig schöne Lady, die legen wir jetzt mal aufs Maßband. 65 sogar, Timo. Ja. Passt. So, was hat er jetzt? 65, ja? 65 cm. Schöner Fisch, bringt uns erstmal weiter. Schön, wie sie immer den Kamm aufstellen. Noch kurz fixieren und loslassen. Perfekt! Da kann ich doch direkt Nummer 6 klicken. Wir haben noch 5 Stunden, 6 Minuten. Heißt gleich erste Episode zu Ende von der 2021er Variante. Wir müssen jetzt sofort in die nächste Einfahrt und holen uns den nächsten. Weiter. Bevor die Episode zu Ende ist, holen wir es noch ein. Wahnsinn! Während der Kameramann seine Akkus wechselt, schafft es Team River Fighters, diesen Zander zu fangen. Und der gibt nochmal weitere Punkte aufs Board. Aktuell führen sie mit 189 cm in der Gesamtlänge der Kategorie Zander. Ob sie es schaffen, noch vor Ende der Episode 1 Punkte auszubauen, erscheint fast unmöglich. Das war's dann auch mit der Episode 1 von den River Fighters 2021 der Winter Edition. Und wir freuen uns schon, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Episode 2 River Fighters 2021 Winter Edition. Die erste Episode River Fighters 2021 ist jetzt vorbei. Und ja, Resümee. Ja, Fische sind im Boot gelandet. Ja. Leider kein Barsch. Wir haben leider keinen Barsch gefangen. Also 7 Fische konnten wir fangen, davon waren 5, die zählen. Wir konnten uns ein paar Mal verbessern. Wir werden es vielleicht, wenn der Barsch fällt, dann halt in der nächsten Episode, werden wir die versuchen, noch die Zander auch noch zu vergrößern. Aber erstmal, wir brauchen den Barsch, weil die Jungs, die anderen Jungs und Mädels, die haben richtig gut Barsch gefangen. Ja. Richtig geile Fische und ja, ich glaube, so von der Größe her wird echt schwierig. Das wird schwer. Aber wir wollen die Full Card. Full Card wäre schon wichtig, ja. Also wir legen es drauf an, Full Card und vielleicht noch den Zanderpunkt zu holen. Uns fehlen immer noch die Zander. Der Wind hat echt stark zugenommen, dass wir kaum noch mit dem Boot in der Strömung stehen können. Wir werden uns gleich irgendwo einen windgeschützten Bereich suchen und hoffen, dass wir da noch 2 Zander irgendwie abgreifen. Die Zander, die machen uns das Leben schwer. Schauen wir nochmal kurz aufs Scoreboard. Team Fox konnte die Zander voll machen und haben eine Gesamtlänge von 166 cm. Team Quantum fällt es etwas schwer, die Fische an den Haken zu bekommen und haben aktuell 2 von 3 Zandern mit einer Gesamtlänge von 111 cm. Team Hearty Rice konnte einen Zander fangen, dafür aber eine Menge Barsche und davon hat es einer in sich mit 48 cm. Genauso wie Team Westin, die ebenfalls einen 48er Barsch fangen konnten. Dazu noch die 3 Zander in einer Gesamtlänge von 159 cm. Team River Fighters hat ebenfalls die Zander voll bekommen mit einer Gesamtlänge von 189 cm. Dazu noch ein Barsch, damit sind sie gut aufgestellt. Team Raymarine konnte gut fangen. Sie haben ihr Kontingent voll und haben aktuell eine Zander-Gesamtlänge von 164 cm. Team Lurjunks Bootsport Gräf bekommt die Bisse, doch leider konnten sie nur einen Zander in die Wertung geben. Kommen wir damit auch schon zu den Punkten. Team Fox aktuell mit 0 Punkten, Team Quantum ebenfalls mit 0 Punkte, Team Hearty Rice konnte sich einen Punkt für den größten Barsch sichern, Team Westin hat richtig aufgeholt, sie haben aktuell 2 Punkte, einen für den größten Barsch, den sie sich mit Team Hearty Rice teilen, und den Full Card Point. Team River Fighters hat aktuell 3 Punkte, einen für den Big Fish, einen für die Full Card und einen für die größte Gesamtlänge der 3 gefangenen Zander. Team Raymarine hat einen Punkt für die Full Card und Team Lurjunks
Bootsport Gref geht aktuell mit 0 Punkten in die 2. Episode. Ob die Teams ihre Punkte halten können und die anderen Teams sich eventuell den ein oder anderen Punkt stehlen von den anderen Teams, das sehen wir alles in Episode 2 der River Fighters 2021 in der Winteredition. Und mit viel Glück sehen wir uns natürlich nächste Woche direkt mit dicken Fischen. Wir hoffen es. Hat ja bis jetzt gerade gut geklappt. Alles, was wir gefischt haben, seht ihr unten in der Textbeschreibung von allen Teamern. Die Links, die Köder, Routen, Rollen und so weiter, falls sich dafür einer interessiert. www.riverfighters.de nicht vergessen. Schaut mal in unseren Shop, unterstützt uns. Wir sagen bis nächste Woche. Wir glauben, dass Angeln das einzige Hobby ist, das dich wahrhaft erfüllt und deinen Tag noch besser macht. Einfachheit und Leichtigkeit ist uns enorm wichtig und deshalb ist unser Camp mit dem Bootssteg direkt am Wasser gelegen. Buche jetzt nicht einfach deinen Angelurlaub der besonderen Art und dann auch noch in Spanien. Nein, buche jetzt deine beste Erinnerung. Ebro Fishing.